Hallo und herzlich willkommen zu Arcor Germany und zu der Jagd nach der Wahrheit im Glas. Ja Leute, manchmal braucht man für die Wahrheit etwas mehr Platz, denn heute habe ich für euch kein gewöhnliches Review. Wir haben hier ein 1,5 Liter Monument. Denn zur Feier des 50-jährigen Jubiläums hat der Cognac-Hersteller Rémy Lantier eine Magnum-Karaffe rausgebracht. Mundgeblasenes Glas mit feinstem Vin Bois Cognac. Der jüngste Cognac darin, 20 Jahre bis zu 50 Jahre geht das hier rauf. Und als wäre das nicht schon genug, ballern sie das Ganze mit 50% Volumenalkohol in die Flasche. Ein echtes Kraftpaket. Aber machen wir uns nichts vor, egal wie gigantisch diese Flasche auch ist, am Ende fließt die gleiche Menge ins Glas. Und deswegen liegt auch bei diesem 1,5 Liter Giganten am Ende die Wahrheit einzig und allein nur im Glas. Falls ihr gerne mehr Informationen zu dem Cognac-Haus Rémy Lantier haben möchtet, ich blende euch den Link hier oben mal zu einem etwas älteren Review ein. Dort erfahrt ihr mehr zu Rémy Lantier. Und bevor wir jetzt gleich den Giganten ins Glas einschenken, blicken wir noch ganz kurz einmal auf die Flasche und auch die Hard Facts. Und das Atelier Verrières-Guillot hat diese wunderschöne Flasche designt und jede Flasche ist ein Unikat, gefüllt mit feinstem Vin Bois Cognac. Und der Vin Bois ist ja bekannt für seine Schnellreifung und diese enorm ausdrucksstarke Frucht. Die große Frage, die jetzt bleibt, was passiert, wenn ein solcher Cognac über Jahrzehnte in Fässern reift und am Ende mit 50% ins Glas kommt? Wir schauen noch kurz auf die Zahlen und Fakten. Der Cognac eben von Rémy Lantier, es ist die Kategorie Extra Old, welche wir heute hier bei diesem Cognac haben. Das heißt, wir haben jetzt ein Alter in dem Fall von 20 bis 50 Jahre. Es ist natürlich also hier dann ein Blend aus verschiedenen Vin Bois Cognac. Es ist die Originalabfüllung und natürlich sind keinerlei Zusätze drin. Das Ganze abgefüllt, wie gesagt, bei 50%. 1,5 Liter ist die Flaschengröße. Insgesamt sind gerade mal 50 Flaschen davon verfügbar und preislich liegen wir hier bei 500 € ungefähr. Wie gesagt, ist aber natürlich die 1,5 Liter Flasche. Also normalerweise, wenn wir eine 70 cl Flasche nehmen, jetzt das Ganze durch 2 teilen, so ganz grob sind wir ja, so um die 250 €. Ab ins Tasting. Und wie immer widmen wir uns ganz kurz einmal dem wunderschönen Farbton, denn es ist so ein Bernsteinton und hat sogar ja, so gewisse Kupfernoten noch drin, also recht hell und das bedeutet natürlich wahrscheinlich viel Fruchtigkeit, schauen wir mal. Aber einen kleinen Spoiler muss ich trotzdem jetzt noch euch hier mitgeben, denn ich durfte den Cognac auf der Whisky Live probieren das erste Mal in Paris und ich habe sie dann aber eben auf Bordeaux nochmal gesehen, auf dem Cognac Festival und da habe ich mir dann aber ein Sample mit. Ich habe ihn da auch nochmal probiert und fand ihn nochmal sehr gut und ja, habe gesagt, da muss ich jetzt ein Sample mitnehmen und das Review machen und das wollen wir natürlich jetzt auch hier beginnen mit dem ersten Mal riechen jetzt. Ja, und ich erinnere mich noch an diese wunderschönen Zitrusaromen. Also selten ein Cognac gehabt mit einer solchen intensiven Zitrusfruchtigkeit und die ist so schön da drin. Also wir haben jetzt gerade Sommer und da passt natürlich so ein Cognac perfekt dazu. Also es ist auch eine gewisse Lebhaftigkeit in der Nase drin. Ihr habt auf jeden Fall Orange ist da, aber was auch sehr dominant ist, ist eine wunderschöne Quitte. Und auch so ein bisschen was vielleicht wie eine Zitrone. Also hier ist wirklich sehr viel Zitrusfruchtigkeit am Start. Wunderschön. Ja, und unterschwellig so ein bisschen was von einem Sandelholz und ein bisschen was von einem super leckeren Schokoladenmousse. Oh, traumhaft. Ja, also eine wahnsinnig spannende Nase, finde ich. Richtig toll gemacht. Und dann wollen wir natürlich auch diesen traumhaften Cognac jetzt mal probieren. Santé. Wow. Ich bin immer noch hin und weg von diesem wunderschönen Cognac. Auch im Geschmack habt ihr gewisse Zitrusaromen drin. Nicht mehr so intensiv, finde ich, wie in der Nase, aber sie sind noch da. Jetzt ist es hier ein bisschen was für mich wie eine Orangenmarmelade. Dann habt ihr auch vielleicht ja, immer noch so eine gewisse frische Note tatsächlich drin, so eine Zitronenmelisse. Aber auch von der Konsistenz wahnsinnig ölig, wachsig, so eine Bienenwachskonsistenz hat das Ganze. Und auch, ja, ich finde so eine gewisse Marzipannote finde ich drin und auch so leichte Cashewnüsse habe ich noch im Geschmack gefunden. Also richtig tolle Aromen hier auch im Geschmack und diese leichte, angenehme Würzigkeit. Der Cognac ist extrem elegant, wunderschön, harmonisch das Ganze.
kein aufdringlicher Cognac, kein Cognac, der jetzt eine wahnsinnige Intensität in sich trägt, jetzt hier im Geschmack. Also das alles sehr elegant hinbekommt. Und dann geht es in das wunderschöne Finish über. Finish ist so mittellang bis lang, würde ich sagen. Auch hier ist es so eine dezente Würzigkeit, eine elegante Nussigkeit kommt dazu. Auch hier finde ich lustigerweise ein bisschen wieder was von dieser Zitronenmelisse. Und dann ist es hier von der Nussigkeit eine Kombination aus Haselnuss und Macadamianüssen. Wunderschön. Und ja, es ist so ganz leicht am Ende vom Abgang so ein bisschen was vom Ranzio spürbar. Vielleicht sowas ein bisschen wie so ein Schwarztee, aber ein ganz dezenter Schwarztee. Und auch so eine, ja, Lakritznote war noch da in Kombination, was auch noch dazu kommt. Und es war auch sehr schön noch hier, super passend, auch so nochmal so eine Schokoladennote. Oh, richtig schön, wunderbar. Ja, also ich bin nach wie vor unglaublich beeindruckt von diesem wunderschönen Cognac. Ich finde tatsächlich auch, für so ein Jubiläum ist es wirklich perfekt getroffen, weil er ist nicht aufdringlich, er ist elegant, er hat wahnsinnig viel Aromen in sich drin, also ein Potpourri an verschiedenen wunderschönen, gerade zitruslastigen Aromen, aber das Fass kommt dennoch so ein bisschen auch dann noch durch. Es ist so ein richtig entspannter, unkomplizierter Cognac für den schönen Sommerabend, also ist wirklich so der perfekte Begleiter, finde ich jetzt an der Stelle. Und ja, also ich meine, er hat 50% und ich finde, das merkt man gar nicht unbedingt so. Also natürlich hat er eine gewisse Intensität drin, durch die Würzigkeit vom Fass, was da durchscheint. Aber es ist immer angenehm. Er ist nie alkoholisch, nie, dass es irgendwie brennen würde. Es ist immer ein wunderschön tolles Gesamtbild, welches der Cognac hier von sich preisgibt. Und ich bin einfach, ja, mehr als glücklich, dass ich mir von diesem wunderschönen Cognac wirklich auch ein Sample mitgenommen habe, um ihm hier die Bühne zu geben und euch zu präsentieren. Und natürlich lasst uns auch noch kurz auf die Punkte schauen. Wir haben 23,5 für Nase und Geschmack. Für mich Nase und Geschmack absolutes Highlight bei diesem Cognac. Wirklich wunderschön gemacht, aber der Abgang mit 23 Punkten steht dem jetzt nicht wirklich nach. Und für den Gesamteindruck gebe ich ihm nochmal 23 Punkte. Er ist natürlich, muss man auch fairerweise sagen, jetzt mit 500 €, ja, 250 € für eine 70 cl Flasche, sagen wir mal ungefähr, ist jetzt auch nicht günstig. Aber es ist auch wirklich jetzt nicht so, dass ich sage, der ist jetzt zu teuer, auf keinen Fall. Er hat so viel drin. Wäre natürlich schön zu wissen, ein bisschen die Zusammensetzung aus dem Cognac, welches Alter dann tatsächlich jetzt hier das Überwiegende ist vielleicht. Aber er hat mit Sicherheit alte Cognac drin. Er hat aber auch vermutlich den größeren Anteil von, würde ich schätzen, 20 bis 30 Jahre alte Cognac drin. Das, denke ich, ist schon der größere Part, mit Sicherheit über 50% davon, würde ich schätzen. Somit haben wir 93 Punkte für diesen herausragenden Cognac von Rémy Lantier. Eine grandiose Jubiläumsabfüllung, finde ich, mehr als gelungen. Und wer den großen Durst hat, der kann sich eine 1,5 Liter Magnum-Flasche bestellen oder kaufen. Also es ist wirklich ein toller Cognac. Ich glaube auch wirklich ein Cognac, wo sehr vielen Leuten gefallen würde. Aber am Ende natürlich müsst ihr dann entscheiden, ob ihr 500 € auf den Tisch legen wollt für solch einen Cognac. Wir sind am Ende vom heutigen Review. Natürlich, wie immer, hoffe ich, es hat euch gefallen. Dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch meinen Kanal abonnieren. Lasst mich mal gerne wissen, wenn ihr mal noch was von Rémy Lantier probiert habt, wie da eure Erfahrungen sind mit diesem Cognac-Haus. Gibt es irgendwas, was ihr empfehlen könnt? Die haben ja auch doch überwiegend die Standardabfüllung bei Rémy Lantier. Und ja, dann sage ich Cheers, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch eine schöne Zeit.